Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Video-Hop der Stempelfamilie Friends zeigen wir die Ideen mit Produkten aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up. Ich habe eine Einsteckkarte vorbereitet, die so aufgestellt richtig was hermacht, finde ich. Verwendet habe ich dafür das Papier Liebliche Natur, was einfach so wunderschön dazu aussieht, finde ich. Ja, am Ende meines Videos findest du die Playlist mit allen Videos vom Hop. Also schau dir auch unbedingt die Ideen der anderen an, die haben ganz tolle Sachen gebastelt, muss ich sagen. Und dann fangen wir auch schon direkt an. Für diese Einsteckkarte benötigst du zweimal Farbkarton in 14,5 x 10,5, zwei andersfarbige Stück Farbkarton in 14 x 10 cm und zwei Stück Designerpapier in 13,5 x 9,5 cm. Das sind diese beiden Rückseiten. Dann für dieses Element brauchst du ein Stück Farbkarton in 10,5 x 28 cm, 4 Stück andersfarbigen Farbkarton in 6,5 x 10 cm und 4 Stück Designerpapier in 6 x 9,5 cm. Außerdem für diese beiden Einsteckelemente 2 Stück Farbkarton in 5 x 11 cm. Die Maße findest du aber auch alle unter meinem Video in der Beschreibung. Hier liege ich. Also dieses Papier, muss ich nochmal sagen, das ist richtig schön. Das besteht es besteht aus 3 Farben, und zwar aus Pekanuss, Kieselgrau und Gold. Das sieht man hier auf dieser Karte jetzt gerade nicht so. Und das ist richtig edel. Und ich finde sowas so für einen runden Geburtstag wäre so eine Karte was. Die kann man sich dann so hinstellen. Man muss mal so zeigen, dann wird die so stehen. Und das macht richtig was her, finde ich. So. Ich lasse sie mal hier so am Rand liegen. Dann fangen wir doch auch mal an. Also, die beiden Rückelemente. Eine Schicht Farbkarton, noch eine Schicht Farbkarton, Designerpapier. Einfach zusammenkleben, das mache ich hier mal. Ich habe dafür doppelseitiges Klebeband genommen, aber da kannst du auch gerne deinen Lieblingskleber verwenden, womit du am besten arbeiten kannst. Abstand ungefähr 2,5 mm in alle Richtungen. Das gilt sowohl für den einen Farbkarton als auch für das Stück Designerpapier. Während ich mich bei dieser Karte für hellen Hintergrund vorne etwas dunkler entschieden habe, mache ich es hier einmal genau andersrum, damit man die Unterschiede mal sieht. So, hier kommt das Gold natürlich richtig zur Geltung. Das glänzt richtig schön. So, das ist der hintere Teil. Die legen wir einmal beiseite. Und dann das Stück in 10,5 x 28 cm. Das wird bei 7, 14 und 21 cm gefalzt. Und dann geknickt, und zwar nach außen, nach innen, nach außen. Und damit das auch wirklich gut hält, falze ich hier einmal alle Kanten nach. So, und dann haben wir hier diese Zickzackform. Jetzt möchten wir diese Kanten noch hier drin haben. Dafür nehme ich mein Schneidebrett. Lege das kopfüber rein und lege mir hier, lege es mit der langen Seite an und lege mir die Kante auf 4 cm und mache mir hier oben eine Markierung. Dann drehe ich es. Jetzt ist es ein bisschen blöd, weil hier hinten keine 4 ist. Lege es also hier an, als ob ich hier diese Kante schneiden wollen würde. So. Und mache mir hier oben bei 4 und gleich unten bei 4 auch noch eine Markierung. Und dasselbe gilt dann für diese Außenkante. Ich lege es mir hier die Kante an, als ob ich es schneiden wollen würde. Würde ich quasi ins Leere schneiden und mache mir hier bei 4 cm eine kleine Markierung. Gucken, ob man das so sieht. Ich habe also hier und hier jeweils bei 4 cm eine Markierung. Die lege ich jetzt wirklich so an, als ob ich sie schneiden will. Ich will es nämlich auch schneiden. Und zwar gucke ich, dass das genau hier in dieser Rille drin ist. Wenn man sich da ein bisschen unsicher ist, kann man die beiden Linien auch einmal mit dem Lineal, mit dem Bleistiftstrich verbinden. So.
Und dann werden hier beide Ecken abgeschnitten. Hier also auch wieder gucken, wo die Markierungen sind. Und auch so ein bisschen nachjustieren, dass auch wirklich beide passend sind. Und dann haben wir hier hinten dieses abgeschnittene Element. Jetzt muss da ja noch ein bisschen mehr drauf. Ich habe meins hier schon mal vorgeschnitten und ganz schlau geklebt, sehe ich gerade. Das war nicht so intelligent von mir. Das einmal kurz beiseite. So, ich mache das so. Ich lege mir das Stück, den zweiten Stück Farbkarton hier drauf, wie ich ihn hinterher drauf kleben möchte. Und zwar auch so mit 2 mm, 2,5 mm Abstand. Drehe das Ganze um. Mache mir hier eine Linie. Und das mache ich mit der anderen Seite auch schon. Also so auflegen, wie ich es später aufkleben möchte. Gucken nach dem Abstand. Und hier die Linie gezogen. So, die schneide ich jetzt aber. Also ja, ich schneide sie. Aber ich lege diese Bleistiftmarkierung nicht in die Rille, dass sie exakt darüber liegt, sondern schiebe sie hier ein bisschen weiter. Ich gebe das mal ein bisschen höher. Ich hoffe, er fokussiert jetzt noch. Hier drüber, dass es quasi an dieser Außenkante, ich muss noch hier unten arbeiten, hier an der Außenkante von dem Grauen liegt. Das heißt, ich schneide nicht exakt die Linie weg, sondern ungefähr 2 mm daneben. Dadurch habe ich nämlich dann gleich hier auch rundherum den passenden Abstand. So, das mache ich mit dem anderen Element auch. Also nicht exakt die Bleistiftlinie. Hier sieht man es ganz gut. Die Bleistiftlinie ist ungefähr 2 mm weiter rüber geschoben und daneben wird abgeschnitten. So. Und bevor ich die jetzt aufklebe, mache ich dasselbe nochmal mit dem Farbkarton und dem Designerpapier. Also, ich richte mein Designerpapier hier aus, rundherum 2,5 mm, drehe es um und ziehe hier meine Linie. Das ist die eine Seite. So, ich glaube, ich habe es auf der falschen Seite gemacht. Mal gerade gucken. Ich hatte nämlich das Papier so, dass es hier sich exakt ineinander übergeht. Nee, passt. So, dass ich hier einmal das durchgehende Muster habe, das fand ich sehr schön. Hier habe ich die Linie richtig gezogen, das heißt, das kommt hier hin. Die beiden habe ich schon festgeklebt vorab. Also wieder ausrichten, umdrehen, Linie ziehen. Wichtig ist, dass man das macht, bevor man den Farbkarton auf den anderen Farbkarton aufklebt, sonst muss man hier dieses Stück noch weiter rüber schieben. Also wieder neben der Rille, Schneiderille ausrichten, abschneiden. Und bei dem anderen genauso. Wenn man das mal nicht macht, das ist mir beim Probebasteln passiert, ist das überhaupt kein Ding. Ich kann das mal zeigen, damit man einmal den Unterschied sieht. So, hier habe ich jetzt auf Linie geschnitten. Und dann ist das wirklich hier oben genau dran, während hier sieht man den Unterschied, ist der Abstand dazu. Kann man auch machen, wenn man das möchte. Man muss jetzt nicht das Ganze neu einzeichnen oder weglegen. Man legt das hier einfach wieder rein, schiebt das also wieder hier bis zur Kante, als ob man da die Bleistiftlinie hätte. Und schneidet dann einfach das Stück ab. Und dann passt es hier nämlich wieder genau drauf. Das würde ich sagen, war auch schon der schwerste Schritt. Aber der war ja jetzt nicht wirklich schwer. So, dann werden diese Elemente festgeklebt. Ha!
aufpassen. Das ist mir nämlich auch passiert. Dafür habe ich hier ein Beispiel. Ich dachte mir, super, nimmst du doch mal Flüssigkleber, klebst du das einmal ganz drauf, hält ja dann gut. Dann ist mir eingefallen, nachdem ich es aufgeklebt habe, ja, vollflüssig Kleber drauf, nichts mehr mit Einsteckelement. Also, man kann die auch ohne Einsteckelement machen. Dann sieht die auch toll aus, aber es fehlt, es ist halt das Einsteckelement nicht da. Aber geht genauso, muss ich sagen. Die Hummeln sind ja auch einfach niedlich, ne? Also, aufgepasst. Das hier zum Beispiel ist nicht so toll, was ich hier gerade gemacht habe. Nehmen das zweite Stück. Ganz wichtig, nicht denselben Fehler wie ich machen, wirklich hier ganz nah am Rand. Vielleicht nicht das Papier mitnehmen. Unten ganz nah am Rand. Und hier bis zur angestreckten Ecke. Und mehr nicht. Nur an 3 Seiten, weil das ja das Element ist, wo unsere Einsteckkarte reinkommt. Und jetzt merke ich, dass ich totalen Bullshit erzählt habe. Also, hier einfach alles festkleben. Lalala. Das ist das Schöne. Du kannst aus meinen ganzen Fehlern lernen. Das Designerpapier kann ich natürlich problemlos aufkleben, weil dahinter nicht das Einsteckelement kommt, sondern hinter den Farbkarton. Also, mein Designerpapier aufgeklebt. Zwar hier, na, komm. Schön mit den 2,5 mm Abstand. Das erste Stück. Das zweite Stück. Und auch das kann ich hier problemlos draufkleben, weil dieses Element dasjenige ist, wo dahinter etwas eingesteckt wird. So. Und auch hier schön mittig aufkleben. Ja, da war ich sag mal, den Bastelschritten etwas voraus, weil ich das schon zu früh einkleben wollte. So, dann gucke ich jetzt hier, weil ich ja dieses durchgehend habe, das Motiv. So müssen die drauf. Ich finde das mit dem Gold total elegant, muss ich sagen. Richtig schönes Set. Auch die Stempelsets dazu, die beiden sind ganz toll. Also macht richtig Spaß mitzuarbeiten. Da kann ich mir auch gut vorstellen, so zu runden Geburtstagen oder goldene Hochzeit zum Beispiel was zu machen. So. Ja. Also hier sind aber die Stempelsets, da wiederholen sich die Motive hier drauf. Richtig, richtig schön. Nun aber. Die beiden mittleren Felder kriegen gar keinen Kleber. Die sind nämlich hier auch frei. Und die beiden äußeren kriegen ganz außen an der Kante nur Klebestreifen, und zwar zweimal hochkant und unten. So, jetzt passt nämlich mein Stück Farbkarton, die Einsteckkarte, da genau zwischen noch. Die andere Seite genauso. Wirklich ganz an den Rand gesetzt. Dann nehme ich meinen ersten Hintergrund hier. Ziehe hier
Bei mir jetzt von der rechten Seite. Die Klebestreifen ab. Lege mir dann die Karte hier rein. Vorsicht, dass sie nicht festklebt. Einfach damit ich sie später besser rein und rausstecken kann. Dass der Farbkarton darüber schon mal weiß, wenn er festgeklebt wird, da ist noch was hinter. So, dann klappe ich das Ganze hier zusammen, dass ich nur so ein kleines Päckchen habe. Drehe es um und schaue, dass ich es hier unten, nein, nicht festkleben, ungefähr 1 cm von der unteren Kante. Das sieht man jetzt gerade nicht so, aber ja, ich halte das mal ein bisschen höher. So ungefähr. Dann sieht man auch gleich, wie weit ist die Karte oben. Nicht, dass sie oben rüber ragt. Einfach schön mittig auf die Karte gesetzt. Man kann das auch hier an den Linien ausrichten, dass sie hier am Karopapier passt. Und einmal schön festdrücken. So. Und dann kann man nämlich dieses Element ganz einfach rein und raus ziehen. Jetzt kommt die andere Seite. Auch wieder. Deshalb würde ich hier auch nicht mit Flüssigkleber arbeiten, damit er nicht zu sehr reindrückt und vielleicht die Einsteckkarte festklebt. Die Einsteckkarte wieder aufgelegt. Und jetzt die zweite Rückseite nehmen und andersrum legen, weil wir wollen es ja von innen sehen. Ich richte es hier oben an dieser Kante und an den beiden Ecken aus. Halte das hier so ein bisschen mit fest, drücke das runter und dann setze ich es hier einfach drüber, dass es passgenau über der anderen Rückseite liegt. Und dann ist die Karte auch schon fertig. So, kann man einmal beide im Vergleich sehen. Gefallen mir beide sehr gut. Die würde ich, glaube ich, eher ja, eiserne Hochzeit, silberne Hochzeit nehmen und die auf jeden Fall für eine goldene Hochzeit. Ich habe jetzt hier jeweils auch die Farben verwendet, die im Papier vorkommen, wobei hier habe ich mit Vanille gearbeitet, finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Und hier habe ich mit Grundweiß gearbeitet. Und je nachdem, wie man dann seine Elemente bestempelt, hier habe ich so, da guckt diese Vanilleblüte hier oben rechts raus. Wenn ich die zum Beispiel auf diese Seite setzen würde, dann würde man die gar nicht so sehen. So, da wird die einfach untergehen. Deshalb da ein bisschen beim Stempeln aufpassen. Man muss das nicht vorher stempeln. Ich habe das jetzt einfach nur fürs Video gemacht. Man kann das ja auch hinterher gut stempeln. Nur, dass man die Karte vorher schon mal einlegt, damit man sie hinterher besser reinschieben kann. Ja, das ist meine Kartenidee. Wie gesagt, hier auch nochmal, dann allerdings ohne Einsteckkarte. Man könnte hier noch was zum Beschriften machen. Oder was ich jetzt nicht gemacht habe, dass man hier noch was aufklebt, zum Beispiel auf die Rückseite was Weißes, was man beschriften kann. Vorne vielleicht noch Designerpapier und noch einen Spruch dazu. Dann könnte man es noch mit einer Banderole schließen. Ich habe jetzt erstmal nur den Grundtypen so gemacht. Ja, und das ist meine Kartenidee. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und du bastelst das gerne nach. Probier es ruhig mal aus. Denk dran, die Playlist mit allen Videos vom Videohop ist jetzt hier gleich am Ende. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Deine Annalena. Tschüss.